Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, vor der Kamera Ihre Geschichte zu erzählen. Solche Erfolge, wie Sie sie hier berichten, sind nicht die Regel, sind aber auch nicht die absolute Ausnahme. Und es ist schon so, dass eben nicht jeder bereit ist, das offen so darzustellen. Dafür bin ich sehr dankbar und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer, klarzumachen, dass es sich hierbei nicht um ein Hexenwerk handelt, sondern dass man sehr gut an sehr konkreten Messbeispielen, nur dadurch, dass andere Fragen gestellt wurden, aufklären kann, warum es zu dieser positiven Entwicklung gekommen ist. Doch nun hören Sie doch erstmal selbst, was unser Patient zu sagen hat. Also mein gesundheitlicher Zustand, bevor ich hierher gekommen bin, war also ganz tief, also ganz unten. Meine Lungenärztin hatte mir gesagt, also, dass ich austherapiert bin, und auch mein Hausarzt also, hatte mir ganz knallhart also, vor den Kopf gesagt, Sie sind austherapiert, und wenn ich noch Mittel hätte, die Ihnen helfen würden, also würde ich Ihnen die geben. Das hat er wortwörtlich auch so gesagt. Ich wusste überhaupt nicht, also was ich dann überhaupt machen sollte. Und ich war also nur noch müde und kaputt. Also ich konnte überhaupt gar keine Leistung. Ich hatte auch keine Leistung. Also selbst das Aufstehen, also am Tisch, und das einfach gerade stehen, so wie ich das jetzt im Augenblick mache, war überhaupt gar nicht möglich. Also es ging nur noch mit Rollator und eben also vielleicht 10 Meter und dann also wieder, also war meine Kapazität also an ja, Kraft und Lungenvolumen war einfach weg. In der ersten Woche der Therapie, also hauptsächlich Sauerstofftherapie, aber auch die Infusionen, die ich gar nicht mal selbst so genau also bestimmen kann, also, aber ich habe ja viele Infusionen also bekommen, auch außerdem. Da habe ich dann freitags, also montags bin ich damit angefangen, und freitags habe ich dann zu Dr. Wiechert gesagt, ich glaube, also, dass ich mir was einbilde, und dass mir das besser geht. Ich sage, ich habe meiner Frau das noch gar nicht erzählt, weil die dann auch wohl sagt, also das ist wohl Einbildung oder so. Und dann hatte Dr. Wiechert zu mir gesagt, das wird wohl keine Einbildung sein, das ist wohl so. Das vergesse ich auch nicht wieder, dass er das so gesagt hat. Ja, das Luftvolumen wurde ja also größer, und nachher ist das Luftvolumen Mitte August auch schon bestätigt worden. Da hatte ich also 2,27 Liter, das weiß ich so aus dem Kopf. Also weil ich da im Krankenhaus in Bremerhaven war, und da hat man also einen Lungenfunktionstest gemacht, und da war ich eben also von so gesagt also 1,2 Liter auf eine 2,27 schon, also nach 3 Wochen eine Behandlung. Jetzt im November, also jetzt im November bin ich ja dazu gekommen, dass ich dann meinen Rollator erstmal schon mal vergessen habe irgendwo, habe ich den dann zu Hause gesucht. Oder dann bin ich umgestiegen auf den Handstock, den ich hier jetzt in der Hand habe. Und den habe ich jetzt auch schon so oft vergessen und verloren, weil ich dann einfach so in eine Wohnung weitermarschiert bin. Meinetwegen das andere im Werkstattbüro oder irgendwo musste ich den dann wieder suchen. Also das ist also gar keine Beschreibung, also was die Therapie gebracht hat. Also sonst wäre ich nicht. Wie gesagt, ich wäre höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht hier, also, und könnte Ihnen hier irgendwas also erzählen. Wenn ich also COPD oder auch sonst Patienten, also kranke Leute, also sehe oder mitspreche oder wie auch immer, und die mich jetzt ansprechen, weil alle
Bekannten und so weiter ja wissen, dass es mir jetzt also erheblich besser geht, da mache ich also nicht keine Reklame, sondern denen sage ich also, wo sie sich anwenden können, um eventuell dann das auch zu erfahren, dass es doch noch bessere Lebensqualitäten gibt. Also auch für jemand, also der eigentlich normalerweise schon aufgegeben worden ist. Nämlich, also meine Ärzte haben mich aufgegeben, das ist also 100%ig. Und dafür also möchte ich eigentlich jetzt also Herrn Wiechert also und auch das Personal, ich sag mal als Personal, ganz herzlich danken, also dass es die überhaupt gibt, dass sie mir geholfen haben. Das ist so. Ich habe letztes Mal mich hier auch verabschiedet und habe allen alles Gute gewünscht und habe auch gesagt, also dass die alle hier also wirklich für die Leute da sind. Also und das finde ich also 100%ig hier. Wir haben einfach ein paar andere Fragen gestellt und wir haben auch ein paar Antworten bekommen und wir haben die Befunde, die wir kannten, auch ein bisschen anders interpretiert. Wir haben zum Beispiel ein Blutbild gesehen und im Blutbild war zwar die roten Blutkörperchen nicht zu wenig, aber die Sauerstoffträger waren zu wenig und der Eisengehalt darin war zu wenig. Und der Körper spart im Blut erst dann, wenn er es an allen anderen Ecken und Enden nicht noch weiter einsparen kann, denn das transportiert den Sauerstoff. Es muss aber auch klar sein, dass Eisen in jeder Zelle vorkommt. Jede Zelle hat Enzyme, die eisenabhängig sind und damit fährt man die Leistungsfähigkeit aller Organsysteme und Zellen runter. Wir haben uns andere Elektrolyte angeguckt und allen voran zum Beispiel das Magnesium. Magnesium stabilisiert den Brennstoff der Zellen, das ATP an den Seitenketten. Es entspannt die Muskulatur, es senkt den Schmerz, es stabilisiert das Zellpotenzial der Nerven. Es war aber 0,65, das ist die unterste Kante und wir haben jeden Tag, also 5-mal die Woche, über 3 Wochen auch Magnesium infundiert. Und in der Kontrolle 3 Wochen später war der Serumwert mal 0,74. Das ist nicht die Welt an Anstieg. Das soll Ihnen verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass man, wenn man einen Magnesiummangel hat, mit richtigen Dosierungen auch über eine richtig lange Zeit dabei bleiben muss, um einen Speicher wieder auffüllen zu können. Wir haben festgestellt, dass ein Diabetes besteht, eine Erstdiagnose Diabetes, und haben angefangen, dem Patienten Ratschläge zu geben, sich anders zu ernähren. Wir haben die schnell verfügbaren Kohlenhydrate reduziert, wir haben das Gemüse erhöht, wir haben die Faserstoffe erhöht, wir haben ein bisschen was für die Darmflora damit getan. Wir haben anfangs gesagt, essen Sie Brot aus vorgekeimtem Getreide, da ist der Kohlenhydratgehalt niedriger, sind die Vitamine mehr, da sind die Faserstoffe die gleichen. Dann haben wir festgestellt, er hat eine Glutenunverträglichkeit, er hat keine einheimische Zöliakie, hat keine Schwur, er hat eine Unverträglichkeit. Das heißt, er erzeugt, wenn er das isst, proentzündliche Botenstoffe. Also haben wir gesagt, essen Sie glutenfrei. Der Patient hat es befolgt und hat darunter innerhalb von 3 Wochen eine Gewichtsreduktion von 5 Kilo erzielt. Und wir haben es geschafft, innerhalb von 3 Wochen einen Diabetes-Langzeitzuckerwert von 7,3 auf 6,9 bereits zu senken oder in Millimol von 56 auf 52 runterzubringen. Wir haben geguckt, was ist mit den essentiellen Fettsäuren los. Wir haben auch gefunden, dass die Nervonsäure, die für die Nerven ein ganz wesentlicher Baustein ist, für die Ummantelung der Nervenzellen erniedrigt ist. Das ist etwas, was in der Nahrung fast nicht vorkommt. Das muss man selber bauen. Dafür brauchen wir eine Mitochondrienfunktion. Und die Mitochondrien bauen diese Omega-9-Fettsäuren nur dann, wenn sie genügend Energie übrig haben. Und übrig haben ist schwierig, weil die Mitochondrien müssen zum Zeitpunkt der Energieanforderung die Energie bereitstellen und wie Sie aus den Erzählungen des Patienten gehört haben, war da nichts übrig. Und das sieht man auch, wenn man die Fettsäureanalyse macht. Und dann haben wir die Mitochondrien untersucht, und zwar die der Thrombozyten. Die Thrombozyten sind die Blutplättchen, die sind für die Blutstillung da und die haben keinen Zellkern. Die erneuern sich aber sehr schnell, nämlich mehr oder weniger alle 10 Tage. Natürlich nicht alle an einem Tag, aber so überlappend. Das heißt, wenn ich 3 oder 4 Wochen später eine Ausgangsuntersuchung erneut kontrolliere, kann ich sehen, ob das, was ich mache, in die richtige Richtung geht. Das habe ich natürlich anhand der Beschwerdelinderung auch schon gesehen, aber es war mir jetzt wichtig, dass man bei der Grunderkrankung, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, wo man also eine
Verengung kriegt, wo man die Luft nicht rauskriegt, wo man eine Entzündung drin hat, wo man in diesem Fall Goldstandard 4, also die schlimmste Form der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung hat und sich darin äußert, dass man für nichts mehr Kraft hat, also wahrscheinlich nicht mal vernünftig zum Schlafen, dass man das verbessert. Und das haben wir in unserem Schaubild hier ja auch gesehen. Sie sehen, in Ruhe ist der Sauerstoffverbrauch schon genauso hoch wie unter der maximalen Energieanforderung. Das heißt, zwischen ich ruhe mich aus und ich soll was tun, ist keine Fähigkeit mehr. Das sind 3,38%, die wir hier sehen, wo über 300% Leistungssteigerung sein sollten. Da war nichts. Bioenergetischer Gesundheitsindex war 0, war nicht messbar. Und wenn wir uns das Brennstoffprofil dazu angucken, dann müssen die Mitochondrien die Brennstoffe Zucker, Fette und Eiweiß, also im Fall Glutamat, zu gleichen Teilen verbrennen können, nämlich zu 100%. Insbesondere dann, wenn man 2 davon wegnimmt. Und das ging mit Zucker ziemlich gut, das ging mit Fettsäuren einigermaßen, aber das ging mit dem Glutamat gar nicht. Und am Ende, nach nur 3 Wochen, war es eben möglich, dass die Fette, die Zuckeranteile zu 100% und die Aminosäuren, also das Glutamat, zu 49% verbrannt werden konnte. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo Energie gefordert wird, auch Energie geliefert werden kann und äußerte sich darin, dass der Patient mit seinem Wegel schon viel, viel flotter unterwegs war und wenn er mal von einem Zimmer ins andere gegangen ist, nicht gleich erstmal ausruhen musste, sondern dort auch noch eben sagen konnte, was er wollte oder sich sein Glas Wasser holen konnte, was er vielleicht gerade als Absicht hatte. Heute, also jetzt im November, wo wir sozusagen dieses Interview geführt haben und wo wir auch die neuen Laboruntersuchungen durchgeführt haben und gesehen, es fehlt immer noch Eisen. Wir müssen immer noch Magnesium geben. Aber wir sehen anhand des Interviews und wie der Patient sich darstellt, die Funktion dieser Mitochondrien muss noch viel besser sein, weil sonst wäre diese Leistungsabruffunktion, die er jetzt hat, dieser Leistungsabruf ja nicht möglich. Sie haben ja jetzt anhand dieser doch sehr knapp gefassten Darstellung gesehen, dass es sich lohnt, auch mal andere Fragen zu stellen. Und wenn Sie mit den Ärzten, zu denen Sie bisher gegangen sind, diese Fragen nicht erörtern können, dann suchen Sie sich Therapeuten, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die Ihnen zuhören, die eine individuelle Therapie anbieten, die nicht sagen, so, da gibt es eine evidenzbasierte Studie, wir haben alles gemacht, was da ausgewertet wurde und mehr geht nicht. Ich war selbst Prüfarzt, ich weiß, wie schwierig es ist, Patienten in eine Studie einzuschließen, weil die Einschluss- und Ausschlusskriterien stimmen müssen. Spätestens dann, wenn dieses Medikament dann am Markt ist und ein Patient nimmt noch 3 andere Medikamente und hat noch 2 andere Erkrankungen, wäre er niemals in diese Studie hineingekommen, weil er die Kriterien gar nicht erfüllt. Und damit ist das ein Feldversuch. Das ist niemals Evidence-Based Medicine, sondern Sie müssen zu einem Arzt oder Therapeuten gehen, der individualmedizinisch guckt, was für Sie das Optimum ist. Und haben Sie den Mut, sich zu kümmern, dann in solchen Fällen auch nach solchen Ärzten zu suchen und den Kontakt aufzunehmen. Viel Erfolg!